Juni ist in so einer komischen Sekte. Soll doch jeder glauben, was er will. Ich hab Husten, ich hab Corona. Es ist halt schon ein bisschen befremdlich so. Ja, wir sind Janine und Joni. Hallo? Von Das Relationship. Meine Freunde haben mich gefragt, ey Janine, was machst du in Südkorea? Habe ich gesagt, ja, letztes Jahr bin ich in einen Friedensverein eingetreten, der heißt YSP Deutschland. Und ja, über den Verein sind wir eingeladen worden. Genau, und zwar wurden wir beide zu einem internationalen Meeting von YSP eingeladen, wo sich die Vorstände aller Welt zusammengetroffen haben, um sich auszutauschen und zu vernetzen. Eines der Hauptziele des Vereins ist es, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung, die SDGs von der UNO, zu fördern. Die Organisation, in der wir tätig sind, die hat übrigens sehr interessante Wurzeln, nämlich hier in Asien. Ich will dir mal auf den Grund gehen und viel Spaß, Leute. Macht's gut! Ja, wir sind da! Wie sagt man Danke nochmal, Janine? Hamsen, komm da! Hamsen, komm da! Was geht ab, liebe Leute? Wir sind in Seoul. Gefühlt minus 57 Grad. Wir gehen jetzt zum ersten Event. Als erstes beim Sunhak Peace Prize und als zweites am Nachmittag beim YSP World Assembly. Are you guys ready to rumble? Wie war der Sunhak Peace Prize so für dich? Ja. Welchen von den drei Preisträgern fandst du am inspirierendsten? Den ersten, den UN-Generalsekretär. Der könnte mein Onkel sein, so sympathisch ist er. Ja, der Ban Ki-moon? Ja, Cooler Typ. Wir sind jetzt fertig mit dem ersten vollen Tag. Dies war das Friedensprojekt zwischen Japan und Korea. Ein Remix von einem koreanischen und einem japanischen traditionellen Lied. Baby, schenk mir ein echtes Lächeln. Du brauchst es nicht verstecken. Ich tue gerade ein bisschen Vitamin D über die Zähne aufnehmen. Nimmt man das über die Zähne auch? Am besten schon, ja. Echt? Ja. Nach 10 Minuten könnten wir jetzt hoffen, dass es in 5 Minuten vielleicht grün wird. Ah, okay. Wir müssen noch Was ist für dich YSP? Zusammenkommen. Also ich war ja bei den Interface-Workshops, da war es so, dass die Videos, die ich da gemacht habe, die Momente, die ich da gefilmt habe, echt sehr authentisch waren. Also es gibt ja quasi zwei Welten, kann man so sagen, zwei Glaubenswelten. Es gibt die Leute, die grob an Gott glauben oder eine Form von Gott, und es gibt die Leute, die das halt nicht tun, die Atheisten. Ne? Und was ich so absurd finde, ist, dass die gläubigen Menschen Worte wie Weltfrieden,
liebe deinen Nachbarn die Worte in den Mund nehmen und all dieses, man kennt's, ne, all diese Liebe und Verständigung, Verbrüderungsworte. Aber keiner will über Homosexualität reden, keiner will über Atheismus reden. Ich weiß nicht, wie es ist, Muslime zu sein oder bei den fliegenden Spaghetti-Monstern zu sein, ja, die an das fliegende Spaghetti-Monster glauben. Egal, was dein Glaube ist, egal, welchen Bücher du liest, welchen Propheten du folgst, egal was, egal welches Lebensmittel du glaubst, man soll seinem Wort auch folgen. Und wenn ich sage, ich liebe alle Menschen, Gott liebt alle Menschen, dann soll ich das auch verkörpern und auch verstehen und auch praktizieren. Alles andere sind für mich Heuchler. Das ist so, als ob du so einen Friedensverein hättest, ja, der einfach seiner Aufgabe nicht nachgeht. Jo, liebe Leute, wir sind gerade hier im Chongpyong Training Center. So ein bisschen wie der Vatikan der Vereinigungsbewegung. Ja, Herr und Frau Moon haben ja die Vereinigungsbewegung gegründet, aber eben auch YSP. Deswegen schauen wir uns das heute mal ein bisschen an. Ziemlich krass, was ist los hier. Denn es ist ja auch der 100. Geburtstag dieses Jahr von Reverend Moon, der ja vor 7 Jahren, glaube ich, schon verstorben ist. Und auch das 60. Hochzeitsjahr der beiden, wenn er noch leben würde. Deswegen sind hier viele Feierlichkeiten gerade und ein bisschen was los. Was hältst du so von dem Ganzen hier? Was soll ich jetzt wirklich erzählen? Ja, ehrliche Meinung. Eine ehrliche Meinung ist, es ist halt schon ein bisschen befremdlich so. Also ich finde es auch schön, also wie in so einer Märchenwelt, so wie bei Alice im Wunderland so ein bisschen. Also so dann, also ich finde, einige Sachen finde ich ähneln sich, auch so mit anderen Kirchengemeinden, mit anderen Ansätzen. Und dann gibt es halt wieder so Sachen, ja, also heute zum Beispiel dies mit der echten und wahren Mutter, wo das finde ich halt so übertrieben, auch wenn es im übertragenen Sinn gemeint ist. Und auch so dann dieses pompöse, glorifizierte, so dieses Nationalstolze, also ich fand das alles too much irgendwie so ein bisschen. Wie wenn man auf Toast viel zu viel Nutella drüber streicht. Aber sonst, das Wetter ist hier schön, ja. Und nette Leute habe ich hier getroffen. Und ist alles okay eigentlich, ne? Essen ist okay. Ich finde schon faszinierend, glaube ich, dass ihr ja alle irgendwelche Leute hier international kennt irgendwie, ne? Und ihr euch auch mit allen irgendwie verständigen könnt irgendwie und ja, das ist schon schön, finde ich. Das ist wie so ein kleiner Pilgerweg. Der ist gerade auch ziemlich überfüllt wegen den Feierlichkeiten hier. Hier gibt es immer so Bäume, wo die Leute stehen bleiben, so Gebetsbäume. Und unten war der Baum der Liebe. Hier als nächstes der Baum des Herzens. Da beten die Leute immer. Also für mich ist so eine Sekte etwas, wo du quasi deine eigene Persönlichkeit nicht mehr entfalten kannst, beziehungsweise wo du auch nicht mehr rauskommst, eine Abhängigkeit besteht. Genau. Und jetzt ist es ja so, jetzt habe ich ja von dir gehört, so dass manchmal so in Deutschland gerade auch so von den Moonies, von der Moon-Sekte geredet wird. Da wollte ich dich jetzt fragen, wie kommen die da drauf, dass das so sein könnte? Ich glaube, dass das viel damit zu tun hatte, dass Reverend Moon halt behauptet oder sagt, dass er eine Vision hatte von Jesus und seine Mission eben weiterführt und so. Und dass er dann deswegen eben als satanisch oder als Antichrist gesehen wird. Muss man eigentlich auch irgendwelche triftigen Gründe vorweisen? Also da kann man einfach sagen, das ist eine Sekte? Also letztens war wieder eine öffentliche Entschuldigung in der Zeitung, von der Zeitung darüber, weil die gemerkt haben, Scheibenkleister, so wissenschaftlich gesehen, da dürfen wir diesen Begriff gar nicht verwenden und das ist rufschädigend für diese religiöse Bewegung und so. Ist das nicht schwierig, wenn du immer wieder damit in Verbindung gebracht wirst? Der Joni ist in so einer komischen Sekte. Wie ist das für dich dann? Ja, wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal dir gesagt, dass ich mich in einem freien deutschen Land schon öfters religiös diskriminiert gefühlt habe. Ja? Durch solche Artikel zum Beispiel, durch Bemerkungen und so.
Und ich habe halt gelernt, damit umzugehen und ich gehe halt relativ offensiv damit um. Ich kann auch die Leute verstehen, weil meistens hängt das nur mit Angst in Verbindung. Und gewisse Dinge sind ja auch befremdlich. Ich denke nur, dass zum Beispiel in christlichen Kirchen zum Teil ähnlich fragwürdige Dinge vielleicht getan werden oder gesagt werden, die für einen modernen Menschen, für einen modernen jungen Menschen genauso abstrus klingen. Ja? Und ich finde halt schade, wenn da so ein krasser Unterschied gemacht wird, wo eigentlich aus meiner Sicht keiner ist. Ja? Nur, dass halt mein Religionsgründer immer aus Südkorea kommt und eine kleine Gruppe das ist, ne? Und dass wir halt Massenhochzeiten machen. Ja? Dafür machen wir andere Dinge nicht. Ja? Dafür segnen wir keinen Wein und Brot und sagen, dass das Fleisch Christi ist oder so. Also da hat jeder, oder die Moslems machen auch ihre komischen Sachen. Ne? Also das ist halt für mich so, soll doch jeder glauben, was er will, ne? Solange man eben nicht Leuten schadet. Ne? Und der einzige größere Kritikpunkt, den ich habe, ist halt, also ich habe in Deutschland und Europa, wirklich keine sektenhaften Charaktereigenschaften bisher erlebt. Weil eine, die ich dazu zähle, ist, wenn man dazu gedrängt wird, sein Geld zum Beispiel abzugeben. Ja? Das habe ich nie erlebt in meinem ganzen Leben. Ja? Es wurden immer nur, wie in normalen Kirchen auch, nach freiwilligen Spenden gefragt. Ne? Und umgekehrt habe ich gehört, dass in Japan zum Beispiel nach sehr viel Geld gefragt wird und zum Teil auch mit Druck. Ja. Und deswegen haben wir uns in Europa, die Jugendleiter in Europa, schon öfters dafür eingesetzt, dass das zum Thema gemacht wird in Japan. Da sind unsere Möglichkeiten ein bisschen begrenzt hier. Ne? Aber das ist so das Krasseste, sage ich jetzt mal, was ich so gehört habe, wo man sagen kann, dass irgendwas Gefährliches da dran ist oder irgendwas, wo Gehirnwäsche betrieben wird. Genau, und also du sagst also auch, dass keine so Abhängigkeit besteht. Dass zum Beispiel, sag ja, du trittst aus der Kirche und dass du dann quasi gemieden wirst oder dass du gedisst wirst oder böse Briefe bekommst oder so. Nee. Meine Schwester ist schon als Teenager nicht mehr dabei gewesen und so. Da muss ich sagen, weil wir so eine junge Gruppe sind, gibt es da auf jeden Fall einen größeren Wandel auch in letzter Zeit. Früher war das sozial einfach schwieriger. Ja, und die Leute haben halt gesagt, ja, du bist dann, keine Ahnung, kommst dann in die Hölle und so. War eher so das Gefühl, ja. Ob das jetzt wirklich so... Wer das wie vermittelt, ist immer die zweite Frage. Aber heutzutage, viele meiner Freunde haben nichts mehr mit der Kirche zu tun. Und wenn die bei uns reinlaufen, dann freut man sich, die zu sehen. Und es gibt auch keine Kriterien. Ja? Es gibt keine Ausgrenzungs- oder Austrittskriterien. Ja? Dass du, wenn du das und das machst, also nicht mehr dabei sein darfst. Also von daher, da finde ich uns sehr liberal. Zum Teil liberaler als andere Gruppen, die ich kenne. Ja, was würdest du zu Leuten sagen? Was du Leuten sagen, die unsicher sind und die wissen nur, ach, das ist der Joni Makon, der ist doch in so einer Kirche. Was würdest du denen sagen, was sie tun sollen, damit sie sich besser fühlen oder damit sie sich sicherer fühlen? Naja, ich weiß nicht. Ich finde nicht, dass ich so krass gefährlich aussehe. Also mit mir kann man reden. Ich stehe gerne Rede und Antwort. Finde ich auch einen kritischen Abstand. Ja, ich bin zwar involviert in dem Sinne, dass ich in meiner Gemeinde immer noch relativ aktiv bin und so, aber ich habe auch viele Kritikpunkte, ne? Und die bringe ich auch an. Ja? Bei allen Meetings, wo es möglich ist, bringe ich die an. Mir wird da auch Gehör geschenkt, habe ich das Gefühl. Und ja, generell muss man sich sein eigenes Bild machen. Ne? Und wenn man, ich meine, Wikipedia ist das eine. Ne? Mit jemandem reden über das, was man so erlebt hat, ist das andere. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Danke, Joni, dann weiß ich schon mal ein bisschen mehr Bescheid. Ja, so viel dazu, ne? Jetzt bin ich ein bisschen schlauer. Wir sind hier bei der Gebetshalle, ne? Gebetshalle der Vereinigungsbewegung. Ja, und du siehst hier rein. Sieht ein bisschen aus, als ob die Sport machen würden, so Kniebeuge oder Burpees. Warte. Aber ihr habt mir ja erklärt, die danken jetzt Gott oder so, ne? Mhm. Ja, ich finde, tun ja keinen Weg, schadet ja keinen. Von mir aus, also ich finde, ich erlaube denen das. Sehr lieb von dir, Johnny. Toilette hier. Muss man die Schuhe ausziehen. Hier stehen ein paar Schuhe. Schlappen in Größe 27. Zeig mal, wie die dir passen. Guck mal, auf welcher Höhe diese Pissoirs sind. Die sind bei mir. Okay. Bei den Pissoirs braucht man Schienbeinschoner. Wie fängt der an und wo hört der auf?
Selten so gute Suppe gehabt. Bei dir? Mein Mund brennt, aber alles gut. Joni, was geht bei dir? Ja, ist auch ganz gut. Wo tut's weh? Die linke Seite vom Mund ist einfach nur Probier noch mal. Feuer. Ich esse nie wieder Original Kimchi in Korea, ey. I'm walking down the street, I'm walking, just you and me. Yeah. Dieser Weg. Dieser Weg. Nicht mit allen. Nicht mit allen. Ja, mit allen. Dieser Willst du Weg. dir einig sein? Willst du dir einig sein? Doch dieses Leben. Doch dieses Leben bietet so viel mehr. Ja, Nelly, gestern war ja das Hauptevent Spice P. Erzähl mal, wie war's für dich? Es war einfach auch irgendwie cool zu erfahren, dass da in Brasilien was unter dem gleichen Namen läuft wie jetzt in Japan oder so. Wie fandest du Jonis Vortrag über Deutschland, über den Interface-Workshop, den wir letztes Jahr gemacht haben? Ich fand das cool, dass der darüber informiert hat und das auch so viel Anspruch gefunden hat tatsächlich. Weil es ist auch irgendwie so eine sehr positive Bestätigung, so wow, jemand, der so, weißt du, der so voll die Arbeit macht in einem komplett anderen Kontinent, dass der unsere Idee aus Deutschland, aus so einem kleinen Land, so voll cool findet und dass das Konzept so viel Zuspruch gefunden hat. Wir sind ja im Vorstand so, glaube ich, da sind, glaube ich, alle Gruppierungen vertreten. Ne? Also ich jetzt so zum Beispiel ohne Glauben, dann, glaube ich, der Sana ist, glaube ich, Moslem, dann haben wir, glaube ich, jemanden, der ist evangelisch. Ja. Und ja, das finde ich auch voll gut, dass das so gemischt ist, ne? Dass es auch eine Möglichkeit gibt, also aus jeder Konfession sozusagen mitzumachen. Ja, was ich ja total beeindruckend fand oder auch sehr interessant, so, wir haben ja so eine kleine Gruppenarbeit gemacht, was wurde schon sozusagen gemacht und was nimmt man sich vor für das nächste Jahr und so, ne? Und da habe ich mal so geguckt, ne? Da saß ein Afghane, ein Finne, eine Koreanerin, eine Tschechin, ein Israeli, eine Österreicherin und wir Deutsche am Tisch. Und ich fand das schon ziemlich krass, weil jeder konnte sich irgendwie verständigen, jeder konnte irgendwie was dazu sagen und ich fand das schon eine sehr schöne Erfahrung eigentlich. Ja, ich fand es auch krass, zum Beispiel der Afghane, der Asif, der dann so vorgestellt hat, ja, wir haben schon so ein Baumplatzprojekt gemacht, wir haben uns mit ganz vielen Schulen engagiert und da so einen Club eröffnet. Afghanistan, kriegsgeschütteltes Land irgendwo, historisch gesehen. Die pflanzen Bäume, ja. Geil. Und die machen einfach so, die haben viel jungen Zulauf und dass es da so Anspruch findet, wo so Leute auch wirklich aktiv dafür noch kämpfen müssen. In Deutschland sieht der Bezug zu Frieden ja vielleicht ein bisschen anders aus, ja. Es gab ja auch das Peace Designer Konzept, wo du dann so ein Training absolvierst, wo du einen Tag wie so ein Workshop hast, ja, wo du lernst, wie starte ich mein eigenes Friedensprojekt, das gemeinnützig ist, das konkrete Ziele bringt. Was sich für mich diese Woche mal wieder gezeigt hat, ist, dass Freundschaft der Schlüssel ist. Dass Janine hier mitgeflogen ist. Vor 5 Jahren hätte mir einer erzählt, dass ich hier mit einer Arbeitskollegin, die in der DDR groß geworden ist, hier die Muni-Hochburg mit mir besucht. Ist dir ein Vogel gezeigt, ne? Ja, dass wir jetzt in Deutschland einen überkonfessionellen, bunt gemischten Vorstand haben, das ist für mich so eine Errungenschaft. Das ist eine Errungenschaft der Freundschaft. Ich glaube auch, dass hier in Südkorea jetzt bei dem World Assembly und bei dem internationalen Leaders Meeting, dass wir da auf jeden Fall auch unseren Respekt bekommen haben. Ich hoffe, dass das einige andere auch inspiriert, andere Länder den Gedanken von respektvollem Dialog noch mehr zu verkörpern. Kamsahamnida, Südkorea. Bis zum nächsten Mal.